Herzlich willkommen zu einem neuen Video an einem kalten Novembertag aus Deutschland. Aber heute können wir endlich den Bus abholen. Das heißt, so ungefähr 4 Wochen auf den Tag nach unserem Motorschaden ist er jetzt fertig und wir können jetzt in die Werkstatt fahren und ihn endlich wiederholen. Ich bin jetzt hier also gerade in meinem PKW und fahre dann damit zum Bus und dann am Ende auch mit dem Bus hoffentlich hier wieder zurück nach Hause. Und es fühlt sich schon total komisch an. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so. Ihr glaubt das gar nicht. Es ist jetzt eigentlich noch ganz früh, aber ich fahre jetzt dann trotzdem irgendwie auch gleich schon mal los. Ja, und vielleicht an dieser Stelle echt nochmal ein riesen Dankeschön an den ADAC. Also, auch wenn das an Tag 1 und 2 nach dem Motorschaden zum Teil so ein bisschen chaotisch lief und nicht so ganz so ideal, am Ende hat der ADAC jetzt ja organisiert, dass der Bus mit einem Sammeltransport nach Hause gebracht wird und hat das auch bezahlt. Und jetzt ist tatsächlich auch schon die Rückerstattung für die Reisekosten von Lotti und mir angekommen. Übrigens, das kann ich jetzt vielleicht schon mal hier am Anfang sagen, zum Glück ist aus dieser ganzen Toulouse-Pfefferspray-Sache nichts mehr weiter irgendwie geworden. Also der Koffer kam dann da an, wo er irgendwie auch ankommen sollte. Es gab keine Fragen mehr, es war irgendwie alles gut. Wer das nicht gesehen hat im letzten Video, habe ich erzählt, dass ich in Toulouse aus Versehen ein Pfefferspray mit im Handgepäck hatte und das war ein bisschen aufregend. So, jetzt also, wir hier wieder zu Hause. Es ist echt, naja, Novemberwetter in Deutschland, aber wir fahren los. So, wir sind gerade angekommen. Guckt mal, hier im Gorilla Park in Penzlin steht da und. Tada! Der Kleine. Licht ist schon an, heißt wir können da jetzt auch gleich erstmal eine Probefahrt machen. Und dann gucke ich nachher mal ganz genau, was da jetzt nur eigentlich gemacht wurde. Aber da ist er. Okay, jetzt wird spannend, wie er von innen aussieht. Also schmutzig von außen, aber wie? Oh, da sind alle Sachen. Okay. Na gut, ein bisschen traurig, aber guck mal, die Pflanzen haben es echt überlebt. Und da hinten ist jetzt ein bisschen Chaos, ist halt irgendwie umgekippt, aber nicht schlimm alles. Und vorne durch. Ja, auch alles im grünen Bereich. Auch wenn es im Gorilla Park vielleicht ein bisschen wild aussieht, finde ich total beruhigend, dass da einfach wirklich so viele Dylos rumstehen. Das heißt, die Jungs machen ja echt da den ganzen Tag nichts anderes. Und mein Bus hat jetzt am Ende nicht nur einen neuen Motor bekommen, also wobei natürlich jetzt nicht neu, ne? Auch der stammt ja aus einem alten Bus und hat jetzt so ungefähr 200.000 Kilometer runter. Meiner hatte knapp 500.000. Also er hat jetzt einen ausgetauschten Motor und dazu auch noch eine neue Kupplung und die Bremsen vorne sind nochmal auch neu gemacht. Also ich hatte ja in England schon die Bremsen hinten einmal machen lassen. Da müssen wir irgendwie auch nochmal dran, aber jetzt nicht ganz so bald. Aber vorne sind die jetzt auf alle Fälle auch richtig neu. Und das habe ich jetzt zumindest so gehört, ist ja das Wichtigere, weil vorne halt die Hauptbremslast anliegt. Also eine ganze Menge gemacht und ich bin total froh darüber. Da hinten ist es, hier hinter der Nocke ist ein Loch. Okay. So, das sollte nicht sein. Das sollte aussehen wie auf der Seite, dass du da so ein Plättchen hast. Also hier hinter, so sehen wir es vielleicht mal ein bisschen besser. Ist halt immer so ein bisschen... Ich sehe da das Loch. Nicht das kleine, sondern genau hier hinter der Nocke. Da hast du, wenn du von hier oben reinguckst... Aber da ist auch ein Loch. Nein, ich meine nicht das kleine. Ach so. Das ist die Welle, das ist die Nocke. Genau hier hinter der Nocke sitzt so eine, ja, wie so ein Tassenstößel. Okay. Ja? So. Wenn jetzt nochmal ein Quietschen auftreten sollte, ist es nur der Abhänger hier hinten. Hier oben, siehst du den? Ja, sehe ich. So, da einfach nur ein bisschen Silikonöl ransprühen. Ja. Dann mal so kurz mal hin und her wackeln und dann quietscht das nicht mehr. Okay, alles klar.
Sehr gut. Okay, jetzt noch Luft drauf. Er hatte deutlich zu wenig. Krass. Ich bin zurück im Bus und super glücklich. Ihr könnt euch das echt, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man irgendwie ja auch so abhängig ist, ne, von so einem Fahrzeug. Also klar, vielleicht ist es irgendwie doof, wenn man damit jetzt nicht in den Urlaub fahren kann oder nicht zur Arbeit oder so, aber wir leben ja echt auch hier drin und alle meine Sachen eben gerade wieder zu sehen. Und die sind natürlich alle noch da, es ist alles gut und so, aber die Erleichterung, echt, das ist unbeschreiblich. Ich bin so froh. Und jetzt fahre ich ihn erstmal wieder zurück nach Hause, dass wir in den nächsten Tagen noch alles Nötige halt einpacken können und auspacken können, was wir jetzt nicht mehr brauchen. Sauber machen natürlich, von innen und von außen. Wenn das dann irgendwie alles soweit ist und hier irgendwann auch nochmal die Sonne so ein bisschen scheint, dann würde ich auch noch eine richtige Roomtour für euch drehen. Das haben sich ja irgendwie ganz viele gewünscht. Aber ich glaube, an so einem grauen Tag wie heute wäre das jetzt irgendwie auch nicht so richtig cool. Also ich muss mal gucken. Und dann geht's tatsächlich auch schon in wenigen Tagen für uns zurück in den Süden. Das heißt erstmal in den Süden von Deutschland. Ich fahre dann nach Freiburg, besuche da eine ganz gute Freundin. Dahin kommt Lotti dann auch. Die fährt mit dem Zug, weil die hier noch den 18. Geburtstag ihrer besten Freundin mitfeiern will. Das kann ich auch total gut verstehen. Und wenn wir jetzt dann nur irgendwie schon mal im November hier zurück sind und so dicht dran, dann haben wir gesagt, passt das auch absolut. Also das machen wir und dann fahren wir von Freiburg aus nach Sardinien. So ist der Plan. Jetzt, wo ich den Bus endlich wieder habe, werde ich auf alle Fälle dann heute Abend auch gleich die Fähren buchen, sodass wir dann von Südfrankreich aus nach Sardinien fahren und dann sicherlich keine 20 Grad mehr haben, aber vielleicht irgendwas, was ein bisschen wärmer und sonniger ist als hier. Also, soweit jetzt erstmal mit dem Video hier. Wir haben ihn wieder. Nächste Woche, also seht ihr auf alle Fälle dann, wie wir unterwegs sind im Bus und ja, so richtiges Vanlife, endlich mal wieder nach 4 Wochen gefühlt Ferienwohnung und Zügen. Also bis dahin, alles Liebe und eine ganz schöne Woche euch.